Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nah Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Jein. Bindungsängste erkennen und bewältigen ist ein wegweisendes Buch von Stefanie Stahl, das sich einem der häufigsten und zugleich am schwierigsten zu lösenden Probleme moderner Beziehungen widmet: der Angst vor Bindung. In einer Welt, in der individuelle Freiheit und Unabhängigkeit großgeschrieben werden, stehen viele Menschen vor dem Dilemma, Nähe zuzulassen, ohne sich dabei selbst zu verlieren. Stefanie Stahl, eine renommierte Psychotherapeutin und Bestseller-Autorin, bietet mit ihrem Werk eine fundierte und zugleich praxisnahe Möglichkeit, die eigene Beziehungsfähigkeit auf den Prüfstand zu stellen und neue Wege in Partnerschaften zu beschreiten. Das Buch richtet sich sowohl an Menschen, die unter eigener Bindungsangst leiden, als auch an Partner, die mit jemandem zusammenleben, der diese Problematik aufweist. Anhand von vielen Fallbeispielen, Erläuterungen psychologischer Hintergründe und Übungen zeigt die Autorin, wie man Bindungsängste erkennen, verstehen und Schritt für Schritt überwinden kann. Dabei überzeugt Stahl mit Einfühlungsvermögen, Klarheit und alltagsnahen Lösungsstrategien. Diese Einführung macht deutlich: Wer bereit ist, sich ehrlich mit seinen inneren Mustern auseinanderzusetzen, findet in diesem Buch wertvolle Unterstützung für mehr Beziehungsqualität und Lebenszufriedenheit. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens: Was ist Bindungsangst? Das erste wichtige Thema des Buches ist die Definition und das Verständnis von Bindungsangst. Stefanie Stahl erklärt, dass Bindungsangst oft nicht als solche erkannt wird, sondern sich hinter unterschiedlichen Verhaltensweisen verbirgt. Sie schildert, wie Betroffene häufig widersprüchliche Gefühle erleben. Einerseits sehnen sie sich nach Nähe, andererseits fürchten sie sich vor Abhängigkeit und dem Verlust der eigenen Autonomie. Dieser innere Konflikt führt dazu, dass Partnerschaften entweder nicht eingegangen, sabotiert oder wiederholt unerfüllt bleiben. Stahl beleuchtet unterschiedliche Ausprägungen der Bindungsangst, von subtilen Zweifeln bis hin zu regelrechter Vermeidung von Beziehungen. Besonders wertvoll ist dabei ihr Blick auf die gesellschaftlichen und familiären Prägungen, die diese Angst verstärken können. Darüber hinaus geht das Buch auf die unterschiedlichen Rollen der Geschlechter ein und zeigt, wie sowohl Männer als auch Frauen von Bindungsängsten betroffen sein können, wenn auch häufig in verschiedener Ausprägung und mit unterschiedlichen Auslösern. Zweitens: Ursachen und Entstehung von Bindungsängsten. Ein zweiter wichtiger Schwerpunkt ist die Erforschung der Ursachen für Bindungsängste. Stefanie Stahl nimmt die Kindheit und Jugend der Betroffenen unter die Lupe, denn hier liegen häufig die Wurzeln des Problems. Unsichere Bindungen zu den Eltern, emotionale Vernachlässigung oder auch übermäßige Kontrolle können dazu führen, dass ein Mensch Schwierigkeiten entwickelt, sich vertrauensvoll auf andere einzulassen. Stahl schildert anhand vieler Beispiele aus der Praxis, wie diese frühen Erfahrungen das Bindungsverhalten im Erwachsenenalter prägen. Sie erklärt außerdem, welche Rollen Selbstwertgefühl, erlebte Zurückweisungen und gesellschaftliche Erwartungen in diesem Zusammenhang spielen. Indem das Buch die Entstehungsgeschichte der Bindungsangst anschaulich macht, ermöglicht es Betroffenen, ihre eigenen Muster zu erkennen und besser zu verstehen. Drittens: Erkennen und Deuten von Beziehungsverhalten. Im dritten Schwerpunkt legt Stahl ihr Augenmerk auf das Erkennen eigener und fremder Verhaltensweisen in Beziehungen. Sie gibt den Lesern zahlreiche Werkzeuge an die Hand, mit denen sie typische Symptome der Bindungsangst identifizieren können, zum Beispiel übermäßige Kritik am Partner, plötzlicher Rückzug bei zunehmender Nähe oder das ständige Hinterfragen der Beziehung. Darüber hinaus lernen Leser, wie sie die Mechanismen durchschauen, die zur Selbstsabotage führen. Das Buch hilft dabei, die Dynamik zwischen bindungsängstlichen und beziehungsorientierten Partnern zu verstehen. Stahl beschreibt, wie sich wiederkehrende Muster ausprägen und gegenseitig verstärken und warum es so schwer ist, aus ihnen auszubrechen. Durch diese Erkenntnisse wird der Weg für Veränderungen gebahnt. Viertens: Wege aus der Bindungsangst. Ein zentrales Kapitel des Buches ist der praktische Umgang mit Bindungsängsten und der Weg zu erfüllteren Beziehungen. Stefanie Stahl präsentiert zahlreiche Übungen, Reflexionsfragen und Alltagstipps, die helfen, Schritt für Schritt die Angst vor Nähe und Bindung abzubauen.
Leser lernen, ihre inneren Dialoge zu hinterfragen, eigene Bedürfnisse und Grenzen klarer zu kommunizieren und schrittweise mehr Vertrauen in Beziehungen zu entwickeln. Besonders innovativ ist ihre Methode, das sogenannte innere Kind zu stärken und alte Verletzungen zu heilen. Stahl ermutigt dazu, sich den eigenen Ängsten zu stellen, ohne sich zu überfordern. Sie betont, dass Veränderung Zeit braucht, jedoch für jeden möglich ist, der bereit ist, sich einzulassen. Dieses praxisnahe Kapitel macht das Buch zu einem wertvollen Begleiter auf dem Weg zu mehr Beziehungsfähigkeit. Schließlich Unterstützung für Partner und Angehörige. Ein weiteres umfassendes Thema in Stahls Buch ist die Unterstützung für Angehörige, die mit einem bindungsängstlichen Menschen zusammenleben. Sie sensibilisiert Partner für die Notwendigkeit, Verständnis und Geduld aufzubringen, ohne sich selbst zu vernachlässigen. Das Buch liefert konkrete Kommunikationsstrategien und Handlungsempfehlungen, um die Beziehungsdynamik positiv zu verändern und den Teufelskreis aus Nähe und Rückzug zu durchbrechen. Dabei bleibt Stahl realistisch und macht deutlich, dass nicht jede Beziehung zu retten ist, gibt aber Hoffnung und konkrete Anregungen für ein Miteinander auf Augenhöhe. Besonders hilfreich sind ihre Hinweise zur Selbstfürsorge und zur eigenen Abgrenzung, die auch Partnern ermöglichen, in schwierigen Phasen nicht an der eigenen Seele zu verzweifeln. Zusammenfassend: Jein. Von Stefanie Stahl ist das ideale Buch für alle, die ihre Beziehungsmuster hinterfragen und verbessern möchten. Unabhängig davon, ob sie selbst unter Bindungsangst leiden oder einen Partner haben, der davon betroffen ist. Das Werk richtet sich sowohl an Singles als auch an Menschen in Partnerschaften, da beide Gruppen von einem besseren Verständnis der eigenen Bedürfnisse und Verhaltensweisen profitieren. Die Lektüre ist besonders empfehlenswert für Menschen, die in ihren Beziehungen immer wieder an denselben Problemen scheitern, die Nähe suchen und doch immer wieder aus Angst vor Verletzung oder Verlust Distanz aufbauen. Stahl bleibt dabei nicht bei theoretischer Analyse stehen, sondern bietet konkrete und umsetzbare Hilfestellungen für den Alltag, die nicht nur für die Liebe, sondern auch für das eigene Selbstwertgefühl und die Persönlichkeitsentwicklung wichtig sind. Im Vergleich zu anderen Beziehungsratgebern punktet das Buch mit seiner fundierten psychologischen Herangehensweise, den praxisorientierten Übungen und der hochempathischen Darstellung verschiedener Lebenssituationen. Es lehrt, dass Bindungsangst kein unveränderliches Schicksal ist, sondern verstanden und überwunden werden kann. Ein Mutmacher für alle, die sich nicht aufgeben wollen. Wer also bereit ist, seine eigenen Muster ehrlich zu hinterfragen und an seiner Beziehungsfähigkeit zu arbeiten, findet in diesem Buch einen unverzichtbaren Begleiter. Es lohnt sich, dieses Buch zu kaufen, weil es nicht nur Verständnis und Wissen vermittelt, sondern konkrete Wege aus einem oft langjährigen emotionalen Dilemma heraus aufzeigt. Wenn Sie unterstützen möchten, Stefanie Stahl, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.